Der Peter-Behrens-Bau mit seinem 58 Meter hohen Turm ist das markanteste Gebäude in Berlin-Oberschöneweide und steht unter Denkmalschutz. In einem Livestream hatte ich das Gebäude schon einmal kurz vorgestellt. Nun möchte ich genauer auf die Geschichte eingehen und folgende Fragen beantworten. Für welchen Zweck wurde das Gebäude errichtet? Wie ist es in den letzten 100 Jahren genutzt worden? Und wie sehen die aktuellen Pläne für das gesamte Areal aus? Mit dem Namen AEG verbindet man zunächst die Herstellung von Glühbirnen, die elektrische Energietechnik und Elektrogeräte für den Haushaltsbedarf. Die Firma war schließlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts eines der weltweit größten Elektrounternehmen. Weniger bekannt dürfte sein, dass die AEG auch Kraftfahrzeuge herstellte. Emil Rathenau, der Gründer der AEG, hatte schon früh die Bedeutung der Mobilität erkannt und war auf den Klingenbergwagen aufmerksam geworden. Mit seinem Sohn Walter Rathenau gründete er 1901 die neue Automobilgesellschaft, NAG, die ein Nachfolgemodell des Klingenbergwagens produzierte. Die Fahrzeuge wurden zunächst in der mechanischen Werkstatt des AEG Kabelwerks Oberspree hergestellt. Nicht alle Zeitgenossen verstanden Rathenaus Begeisterung für das Auto. So hieß es: Rathenau ist auch nicht mehr der Alte. Die Klarheit beginnt ihm zu entschwinden. Er schwärmt für das Auto und seine Zukunft, sieht alle Straßen mit Autos bedeckt und die Pferde von den Lastwagen und Flügen abgespannt. Kurz, er ist konfus geworden. Ganz so verwirrt war Rathenau dann scheinbar aber doch nicht. Das Werk entwickelte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einem der großen und bekannten Automobil- und Nutzfahrzeugeproduzenten. Hergestellt wurden Motoren, Luxus- und Lieferwagen und ab 1903 auch Lastkraftwagen sowie Omnibusse wie die berühmten Berliner Doppeldecker. 1907 stellte die NAG dann die ersten Elektromobile her, die hauptsächlich als Taxis eingesetzt wurden. So fuhren 1914 in Berlin dann fast 300 dieser Elektrodroschken. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs stellte das Unternehmen dann auf kriegswichtige Güter wie Militärtransporter und Flugzeuge um. Aus Patriotismus wurde das Unternehmen ab 1915 in Nationale Automobilgesellschaft umbenannt. Die Produktion stieg an, der Bau einer neuen Fabrik wurde beschlossen. Den Auftrag erhielt der Architekt Peter Behrens, der seit 1907 künstlerischer Berater der AEG war. Auf seine Bedeutung für die AEG und die Entwicklung des Corporate Designs, wie auch die Geschichte der AEG, gehe ich noch in einem separaten Video ein. Als erstes entstanden nach den Plänen von Behrens ein- und zweigeschossige Werkhallen für die mechanische Werkstatt und das Reparaturwerk. 1916/17 wurde dann in nur 2 Jahren Bauzeit der monumentale Gebäudekomplex mit Flügelbauten um einen unregelmäßig geformten Werkhof errichtet. Das, obwohl im Ersten Weltkrieg Materialien, Transportmittel und Arbeitskräfte nur schwer zu bekommen waren. Von den etwa 1000 am Bau Beschäftigten waren da etwa die Hälfte Frauen. Das Ergebnis war eine moderne Stockwerksfabrik, mit der Peter Behrens Maßstäbe setzte. Behrens schuf eine Gesamtanlage, die alle Bedürfnisse der damaligen Automobilproduktion in einem Gebäude vereinte. Die Fahrzeuge wurden in übereinanderliegenden Etagen produziert. Im obersten Stockwerk begann der Karosseriebau, unten angekommen war das Automobil fertig und wurde aus einem Benzintank im Keller betankt. Über 18 Lastenaufzüge waren die Produktionsebenen miteinander verbunden. 4 der Lastzüge verfügten über eine Traglast von 6000 Kilogramm. Den Blickfang bildet wie gesagt der 58 Meter hohe Turm, der nach Fertigstellung für ein Jahr das höchste Hochhaus seiner Zeit war und dann durch den Siemensturm abgelöst wurde. Als Wasserturm hat er eine Funktion, die man ihm aber nicht ansieht. Teil der modernen Gebäudetechnik war die autonome Wasserversorgung. Aus einem Tiefbohrbrunnen wurde das Wasser durch verschiedene Filteranlagen bis in die eisernen Behälter hoch oben auf dem Turm gepumpt. So war für die Wasserversorgung im gesamten Werk gesorgt und aus jedem Wasserhahn floss Frischwasser in Trinkqualität. Behrens zielte auch auf eine neue Funktion und Ästhetik von Industriearchitektur ab. In dieser Fabrik sollte die Trennung von Produktion, Verwaltung, Kunst und öffentlichem Leben aufgehoben sein. Deutlich wird dies im Lichthof im Verwaltungstrakt, den wir nun betreten. Dieser wirkt fast kathedralenartig. Über 4 Geschosse besitzt die Halle umlaufende Galerien, die sich alle gestalterisch voneinander unterscheiden. Im Lichthof konnten sich früher Arbeiter und Direktoren begegnen. Den Arbeitern sollte so ein Gefühl von Erhabenheit vermittelt werden, Teil von etwas Großem zu sein und sie so auch von der Hinwendung zu den sozialistischen und kommunistischen Parteien abzuhalten.
Walter Gropius, der eine Zeit lang im Büro von Peter Behrens tätig war, hat es 1917 so formuliert: Der Arbeit müssen Paläste errichtet werden, die dem Fabrikarbeiter, dem Sklaven der modernen Industriearbeit, nicht nur Licht, Luft und Reinlichkeit geben, sondern ihn noch etwas spüren lassen von der Würde der gemeinsamen großen Idee, die das Ganze treibt. Die Halle führt zu mehreren Treppenhäusern. Den Paternoster können wir leider nicht nehmen. Wir begeben uns über das Haupttreppenhaus auf den Turm, um den Blick über Oberschöneweide zu genießen. Wer für die Aussicht selber einmal ganz nach oben steigen möchte, kann dies nur im Rahmen einer Führung des Industriesalons Schöneweide tun. Das Angebot verlinke ich in der Beschreibung. Beginnen wir mit dem Blick nach Westen auf die ehemaligen Fabrikgebäude der AEG, mit verschiedenen Hallenblöcken des Kabelwerks Oberspree. Ein Großteil der Gebäude wird heutzutage von der HTW, der Hochschule für Technik und Wirtschaft, genutzt. Ein anderer Teil dient weiterhin als Kabelwerk der Wilms-Gruppe. Dahinter befinden sich die Maschinenhalle des ehemaligen Kraftwerks Oberspree, heute als Kunsthalle Mahalla genutzt, und das ehemalige Abspannwerk Oberspree. Rechts der Wilhelminenhofstraße folgt das Wohngebiet von Oberschöneweide und direkt unter uns, die dunkelroten Bauten, sind Gebäude der ehemaligen Akkumulatorenfabrik Aktiengesellschaft, kurz AFA. Im Auftrag der AG wurden damals Bleiakkumulatoren hergestellt. Heute ist hier die BAE Batterien GmbH ansässig, die weiterhin Batterien und Akkumulatoren produziert. Richtung Norden sieht man den Volkspark Wuhlheide, der zwischen 1924 und 1932 nach Plänen des damaligen Treptower Gartendirektors Ernst Harrich angelegt wurde. Gen Osten befindet sich unter uns das gesamte Areal des ehemaligen Werks für Fernsehelektronik, auf das ich gleich noch genauer eingehen werde, sowie der Hofbereich des Behrensbaus mit den alten Werkhallen. Es geht wieder hinunter und auf dem Weg erzähle ich etwas über die weitere Nutzung des Gebäudes und wir schauen nochmal aus verschiedenen Blickwinkeln in den Lichthof. Heute ist der Lichthof übrigens eine beliebte Kulisse für Film und Fernsehen. Unter anderem wurden hier Szenen der Serie Babylon Berlin gedreht. Anfang der 30er Jahre geriet die NAG in wirtschaftliche Schwierigkeiten und stellte die Lkw-Produktion bis 1931, die Pkw-Produktion bis 1934 ein. Stattdessen nutzte die AG das ehemalige Energiewerk als Röhrenfabrik Oberspree. Die Telefunken entwickelte hier Fernsehtechnik für die Übertragung der Olympischen Spiele 1936 und danach speziell Elektronenröhren für von der Wehrmacht genutzte Radargeräte. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand unter russischer Leitung das Oberspreewerk, Vorreiter des späteren Werks für Fernmeldewesen und ab 1960 des Werks für Fernsehelektronik, WF. Das Areal wurde um zahlreiche Gebäude erweitert und war bis 1989 mit etwa 9.000 Mitarbeitern der größte innerstädtische Industriestandort der DDR. Wir werfen noch einen kurzen Blick in die alten Montagehallen. Hier wurde von Oktober 2021 bis Ende Mai 2022 die Ausstellung Unvollendete Metropole gezeigt. Wer es nicht geschafft hat, sie selber zu besuchen, findet alle wichtigen Informationen online. Auch die Seite verlinke ich im Beschreibungstext. Nach der Wende wurde die Röhren- und Halbleiterproduktion schrittweise eingestellt, das Werk für Fernsehelektronik in eine GmbH umgewandelt und die Belegschaft auf etwa 1400 reduziert. 1993 erwarb Samsung SDI das WF. In einem Teil der früheren Werkhallen wurde ein Samsung-Forschungszentrum mit großen Plänen eröffnet. Mit Aufkommen der LED-Bildschirme wurde 2005 allerdings die Produktion von Bildröhren für Fernsehgeräte wieder eingestellt. Die Samsung SDI Germany GmbH verkaufte im April 2010 an die irische Kentucky Investments SA, die keine wirkliche Intention zeigte, etwas mit dem Areal anzufangen. Räumlichkeiten wurden an verschiedene Nutzer, darunter die HTW, vermietet und man wartete darauf, mit Gewinn weiterverkaufen zu können. Dies geschah dann im Mai 2019 an die Deutsche Immobilienentwicklung AG, DIE AG, einen inhabergeführten Projektentwickler. Die neue Besitzerin will an die guten alten Zeiten anknüpfen. Das Behrensufer soll einer von 11 Berliner Zukunftsorten werden, ähnlich dem Siemens Campus 2.0. Gesamtinvestitionen von mehr als 1,1 Milliarden Euro sind geplant
Damit wäre dies das größte privatwirtschaftliche Immobilienentwicklungsprojekt Berlins. Das Gebäude hier links wird im Internet bereits vermarktet und die übrigen nicht denkmalgeschützten Bauten sollen abgerissen werden. Also fast alles, was wir jetzt hier sehen. Nach derzeitigen Plänen soll es auf dem 100.000 Quadratmeter großen Areal 8 Neubauten geben, mit einer maximalen Höhe von 50 Metern, um damit unter der Höhe des Behrensturms zu bleiben. An der Spree sehen die Pläne einen rund 10 Meter breiten Uferweg vor, der öffentlich begehbar sein soll. Der Standort der HTW soll gesichert werden. Wohnungen sind vom Bezirk laut Bebauungsplan nicht vorgesehen und werden auch nicht entwickelt. Das alles kann man sich auf den Internetseiten der DEE AG anschauen. Ich bin mal gespannt, wie es hier in 5 bis 10 Jahren aussehen wird und wie sich Oberschöneweide insgesamt entwickelt. Vom Turm aus wird sich dann ein ganz anderer Anblick bieten und ich vielleicht ein weiteres Video erstellen. Zuvor werde ich allerdings in Ergänzung zu diesem Video noch die gesamte Fahrt über das Areal als unkommentiertes Video hochladen. Quasi als Zeitdokument, bevor sich hier alles verändert. Wie immer freue ich mich über Kommentare, Rückmeldungen und ein Abonnement. Weitere spannende Berlin-Videos findet man auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Schauen und alles Gute!